Dir fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stelle ich dir 3 wundervolle Möglichkeiten vor, wie du die Intelligenz deines Körpers für deine Entscheidungsfindung nutzen kannst. Und damit werden deine Entscheidungen so viel mehr im Alignment sein, als wenn du auf Basis von Pro- und Kontralisten entscheidest. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal gebe ich dir alltagstaugliche Perspektiven, Tipps und Anleitungen, wie auch du dir ein erfülltes Leben in Co-Creation mit Gott erschaffen kannst. Du kennst es sicher. Da steht eine Entscheidung im Raum und du weißt echt nicht, was jetzt das Richtige ist. Sollst du in diese Richtung gehen oder in jene Richtung gehen? Du machst vielleicht Pro- und Kontralisten, aber irgendwie hilft dir das auch nicht so wirklich weiter. Dein Bauchgefühl hilft dir auch nicht unbedingt. Du weißt nicht, ist das jetzt einfach Angst vor etwas Neuem oder ist das ein Zeichen, dass es die falsche Entscheidung wäre, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen. Also Entscheidungsfindung ist ja nicht so einfach. Oder wenn du selbstständig bist, welche Preise sollst du aufrufen? Wie viel soll dein Produkt oder deine Dienstleistung kosten? Schaust du, um wie viel es andere Leute anbieten, oder kalkulierst du es irgendwie? Für all diese Entscheidungen, und das ist jetzt völlig egal, ob das Business-Entscheidungen sind oder Privatentscheidungen, ist es super, super hilfreich, deinen Körper mit einzubeziehen. Ich mache das schon seit geraumer Zeit für alle meine Entscheidungen, die ich treffe. Und es ist einfach wirklich eine wunderbare Möglichkeit. Bei der ersten Variante, die ich dir vorstellen möchte, da schauen wir, in welche Richtung unser Körper kippt, wenn wir eine Aussage tätigen. In der Regel ist es so, dass dein Körper, wenn du dich ganz gerade und neutral hinstellst, am besten ohne Schuhe, dass dein Körper bei einer Aussage, die richtig ist, nach vorne kippt und bei einer Aussage, die falsch ist, nach hinten. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel sage, mein Name ist Martina, dann kippt mein Körper nach vorne. Wenn ich sage, mein Name ist Susanne, dann kippt er nach hinten. Probier das also zuerst mal mit deinem Namen aus, ja? Also irgendwas, was wirklich eindeutig richtig oder falsch ist. Soll es bei dir so sein, dass beim Richtigen dein Körper nach hinten kippt und beim Falschen nach vorne, dann setz einfach die Intention, dass er bei einer richtigen Aussage nach vorne kippt und bei einer falschen nach hinten. Damit ist die Energie verändert, es reicht die Intention. Probier es nochmal aus mit deinem Namen und dann bist du schon bereit, loszulegen. Nehmen wir also an, ich frage mich, ob ich in meiner Selbstständigkeit bleiben soll oder ob ich zurückgehen soll in einen 9-to-5-Job, in ein Angestelltenverhältnis. Und ich stelle jetzt keine Frage, sondern ich tätige die Aussage. Ich gehe zurück in einen 9-to-5-Job. Da kippe ich nach hinten, das ist ein Nein. Und zur Überprüfung, ich bleibe in der Selbstständigkeit. Ich kippe nach vorne, es ist ein Ja. Also du siehst eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, hier zu schauen, was hat denn dein Körper dazu zu sagen, was hat deine Energie dazu zu sagen. Wenn dir das nicht liegt oder du schaffst es einfach nicht, dass sich dein Körper irgendwie bewegt. Ja? Klar, das kannst du üben, gib dir einfach die Erlaubnis dazu. Es ist echt einfach die Erlaubnis, die es dazu braucht. Mehr ist es nicht, aber das kann ja oft schwierig sein. Aber ich gebe dir gerne auch noch eine andere Möglichkeit mit, die ich auch sehr gerne nutze. Und ich kombiniere diese Dinge dann auch oft, ja, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und für diese Methode braucht es zumindest 2 Möglichkeiten. Also jetzt bei meiner Entscheidungsfindung wäre eine Möglichkeit, ich bleibe in der Selbstständigkeit, und die andere, ich gehe zurück in einen 9-to-5-Job. Und ich habe das jetzt schon auf 2 Zettelchen geschrieben. So, schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man das lesen kann. Also einmal ist es 9-to-5 und einmal ist es die Selbstständigkeit. So. Das heißt, du schreibst, können noch 3 oder 4 Optionen sein, und du schreibst das einfach auf einzelne Zettelchen, dann faltest du sie zusammen oder knüllst sie zusammen
Und dann mischst du sie durch. Ja? Normalerweise mache ich das bei mir auf dem Tisch und lege die dann vor mir. In dem Fall lege ich sie jetzt einfach hier hinter mir her und nehme jetzt mal einen in die Hand und umschließ diesen Zettel wirklich mit deiner Hand, nimm ihn in die Faust und spür in dich rein, wie fühlt sich das an, wenn du diesen Zettel in der Hand hast. Und dann leg den beiseite. Und jetzt nehme ich den zweiten in die Hand und fühl auch da wieder rein. Wie fühlt sich das an? Und du wirst bei einem dieser Zettel, es können auch mehrere sein, sehen, dass sich dein Körper in irgendeiner Art und Weise anders anfühlt. Und bei mir war es der erste, der sich anders angefühlt hat. Das heißt, das war dieser hier. Legen wir den wieder weg und schauen wir mal, ob das jetzt übereinstimmt. Genau. Und hier haben wir wieder die Selbstständigkeit. Und da geht es jetzt nicht darum, wie sich das anders anfühlen soll. Also da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass sich das weit anfühlen soll oder irgendeine bestimmte Körperempfindung kommen soll, sondern du wirst merken, dass es einfach wirklich einen Unterschied gibt. Ich hatte mal eine Klientin, mit der habe ich diese Übung gemacht. Und bei einem Zettel, den sie in die Hand nahm, hat sie plötzlich ein klares Bild vor Augen gehabt. Und das war dann ihr Zeichen sozusagen, dass das die richtige Entscheidung ist. Manchmal ist es so, dass sich alle neutral anfühlen, bis auf einen. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, wie sich das anfühlen soll. Nimm einfach nur den Unterschied wahr und du wirst dann einen Unterschied bemerken. Und die dritte Variante, die ich gerne nutze, da geht es darum, wie fühlt sich denn eine Entscheidung dann in Zukunft an. Also jetzt habe ich hier zweimal, einmal mit dieser Körperresonanz mit dem Hin- und Herschwingen, ein Ja für die Selbstständigkeit bekommen und jetzt auch noch ein zweites Mal mit diesem Zettelchentest. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich bleibe in der Selbstständigkeit, wie fühlt sich das denn in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren an? Und je nachdem, welcher Zeitraum für dich für diese Entscheidung da jetzt Sinn ergibt, kannst du sagen, okay, ein Monat ist zum Beispiel ein Schritt, wir werden jetzt gleich durch den Raum gehen, oder ein Schritt ist ein Jahr, wie auch immer. Ich würde jetzt bei der Selbstständigkeit sagen, okay, ein Schritt ist ein Jahr. Und was du jetzt machst, du gehst mit diesem Zettel in der Hand, mit dieser Entscheidung, einfach auf einer Linie ein paar Schritte quasi in der Zeitleiste nach vorne, auf der Zeitlinie nach vorne. Das heißt, du sagst jetzt, okay, die Entscheidung ist gefällt, ich bleibe in der Selbstständigkeit jetzt für dieses Beispiel hier. Dann mache ich einen Schritt und ein Schritt bedeutet jetzt für mich, wie fühlt sich die Entscheidung ein Jahr später an? Vielleicht ist es für dich, wie fühlt sich die Entscheidung einen Monat später an? Ja? Und ich fühle in meinem Körper, wie fühlt sich das an? Dann gehe ich noch einen Schritt und gehe da wirklich ganz langsam und achtsam voran, um zu schauen, wie fühlt sich das an? Kommt da ein Widerstand? Wenn du jetzt einen Schritt nach vorne gehst, spürst du da irgendeinen Widerstand oder geht das flüssig? Wird es weiter, wenn du entlang gehst, oder ist da ein Widerstand und es drückt dich eher zurück? Also wie fühlt sich das an, wenn du mit dieser Entscheidung gehst? Das waren jetzt 3 ganz simple, einfach durchzuführende Möglichkeiten, wie du deine Entscheidungen treffen kannst und dabei nicht nur im Kopf bleibst, sondern deinen Körper mit einbeziehst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren.